Was ist Notwehr und vor allem wann und wie darf ich mich verteidigen? Moin, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Notwehr. Nun nämlich als zweites Video zu einer angedachten Trilogie, die wir bringen wollen, nämlich als letztes Video nochmal über Selbstverteidigung. Das erste Video war ja Waffenrecht. Kommen wir jedenfalls zur Notwehr, weil ja auch gerade unter dem Waffenrecht von euch sehr viele Kommentare geschrieben haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die an diesem Diskurs teilgenommen haben und ihre Meinung dazu geäußert und auch Wissen vermittelt haben. Das Video ist natürlich hier verlinkt, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Und weil gerade da auch oft das Thema kam Notwehr, denn das und das ist verboten, ja, aber in Notwehr ist es erlaubt, wollen wir uns genau auch aus diesem Grund jetzt mal mit Notwehr beschäftigen. Wie auch schon beim Waffenrechtsvideo möchte ich vorwegnehmen, wir gehen jetzt hier nicht alle Gesetze durch. Die Paragraphen dazu findet ihr maßgeblich im Strafgesetzbuch oder auch im bürgerlichen Gesetzbuch. Bei Ordnungswidrigkeiten findet ihr auch noch ein paar Sachen. Wir wollen eigentlich mehr auf das Generelle jetzt eingehen, denn ob eine Situation oder eine Tat in einer Notwehrlage oder beziehungsweise bei Notwehr passiert ist, entscheidet nicht ihr, auch nicht wir, sondern im Endeffekt die Rechtsanwälte beziehungsweise zum Schluss natürlich der Richter. Und damit kommen wir auch eingangs nochmal zu einer Sache, die sehr wichtig ist, weil es hieß dann immer, das ist in Notwehr erlaubt oder das darf man in Notwehr. Im Prinzip ist die Aussage natürlich richtig, aber bis dieser Entscheid ist, dass das Notwehr war es wahrscheinlich verboten, weil sonst würdet ihr nicht vor Gericht stehen. Vielleicht war es auch eine Straftat, wenn ihr eine schwere Körperverletzung begangen habt etc. Und dann habt ihr erstmal diese Straftat begangen. Die war nicht erlaubt, sondern es ist eine Straftat. Entscheidet der Richter nachher auf Notwehr, dann ist das nicht mehr rechtswidrig gewesen, was ihr getan habt. Und damit werdet ihr auch dann nicht bestraft. Also dann werdet ihr wahrscheinlich straffrei aus dem Prozess rauskommen. Und ihr seht schon, ich sage hier wahrscheinlich auch, weil hier bewegt man sich auf sehr dünnem Eis, denn da das nachher vor Gericht entschieden wird und dann wird es mal eher so entschieden oder mal so entschieden, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich kann euch halt jetzt nur mal ein paar Dinge mitgeben, so mit auf den Weg, die euch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis darüber geben, was halt eben Notwehr ist, was es definiert und wie wahrscheinlich Entscheidungen getroffen werden. Grundsätzlich bedeutet Notwehr erstmal oder auch Nothilfe, dass ihr einen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff abwehrt. Und zwar kann der gegen euer Leib und Leben oder auch gegen Leib und Leben einer anderen Person gehen. Natürlich kann es auch noch andere Rechtsgüter betreffen, auf die gehen wir jetzt noch nicht ein, aber das ist erstmal der Fakt, der gegeben sein muss. Klären wir erstmal ganz kurz, was ist rechtswidrig, aber das dürfte jedem klar sein, eben dem Recht nicht entsprechend. Einer greift euch einfach an, rechtswidrig eben, ihr habt gar nichts getan, dann könnt ihr euch theoretisch verteidigen. Was bedeutet gegenwärtiger Angriff? Das hört man eigentlich da auch schon raus. Der Angriff findet halt statt, er ist gegenwärtig oder er holt halt aus in dem Moment und man kann erwarten, dass er sofort eintrifft. Dann ist er zwar da ja noch nicht 100% gegenwärtig, also er trifft ja noch nicht ein, aber das zählt dazu im Endeffekt auch, weil ihr werdet dann so stark bedroht, dass ihr damit rechnen müsst, dass zeitgleich eigentlich der Angriff stattfindet. Dazu reicht natürlich in der Regel nicht, wenn einer sagt, oh, du oder mit der Faust wedelt, aber das ist dann wieder vom Richter zu entscheiden oder von Zeugen. Haben die gesehen, der hat nur so gemacht oder hat der wirklich so gemacht? Weil das, seht ihr schon, ist genau der Unterschied zwischen gegenwärtiger Angriff schon. Ihr befindet euch dann nämlich in einer Notlage, braucht einen Verteidigungswillen. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd vielleicht formuliert, heißt aber im Endeffekt so viel wie, ihr wollt euch verteidigen und wollt nicht den anderen eigentlich angreifen, zum Beispiel. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, Passus könnt ihr lesen, wollen wir jetzt nicht auf alles eingehen. Mit also diesem Verteidigungswillen in einer Notlage führt ihr eine Notwehrhandlung durch, die, wie wir schon sagten, dann diesen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff abwehren soll. Jetzt haben wir aber wohl genug Paragraphengequatsche gemacht. Wir gehen jetzt mal auf so ein paar Beispiele ein, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Und wie gehabt, nagelt mich dann bitte nicht darauf fest, das entscheidet ein Richter, das entscheide nicht ich, das entscheidet nicht ihr. Kann natürlich sein, dass ihr nachher irgendwas macht und dann nicht auf Notwehr entschieden wird. Dazu gleich ein Beispiel aus dem Leben, dass das uns nämlich passiert. Wir verkaufen zum Beispiel diese Elektroimpulsgeräte. Ein Kunde war Türsteher oder ist Türsteher, weiß ich nicht, ob er das noch ist, hatte sich so ein Gerät gekauft und dann hat er an der Tür einen Gast oder Angreifer oder was auch immer damit geschockt. Was genau da passiert ist, wissen wir nicht. Da wurde nicht auf Notwehr entschieden. Das war eine Straftat. Er hat eine Körperverletzung begangen und dann hat er sich bei uns beschwert, warum er überhaupt so ein Gerät
bei uns kaufen konnte. Aber das hatten wir ja auch in den Kommentaren, meines Erachtens logisch und selbsterklärend. Ihr habt ja auch eventuell ein Messer und trotzdem berechtigt euch das nicht, dieses Messer in irgendeinen anderen Körper von einer Person zu stoßen. Ne? Also klar, jetzt kommen wir zur Notwehr. Ist der Gegner bewaffnet? Greift euch wirklich an? Schwingt eine Machete oder sonst was und ihr habt gerade wirklich euer Pilzmesser in der Hand oder was auch immer und ihr stecht halt zu, dann wird das unter Umständen oder vielleicht sogar sehr wahrscheinlich als Notwehr gewertet. Und dann wird das auch straffrei sein. Gedurft hättet ihr das zwar nicht, aber ihr habt dann nicht mehr rechtswidrig gehandelt, weil unter Notwehr, straffrei aller Wahrscheinlichkeit. Und dann haben wir genau das, was auch in den Kommentaren stand, diesen Notwehraspekt, wo das dann praktisch geduldet wurde, diese Aktion. Wir hatten auch noch was über Verhältnismäßigkeit. Ja, Verhältnismäßigkeit wird so eigentlich, soweit ich weiß, gar nicht abgehandelt. Das ist dann das Mittel, was geboten wird. Da geht es jetzt auch mal kurz drum. Es wird eigentlich immer davon ausgegangen, dass es Notwehr dann ist, wenn ihr das Minimalste, also das mindeste Mittel der Verteidigung genutzt habt, um den Angriff endgültig abzuwehren. Das bedeutet hier wieder ganz klar, kann man auch ganz gut als Beispiel sagen, da kommt irgendeiner, der möchte euch schlagen oder der geht euch irgendwie an. Und ihr zieht eben, wie besagt, ein Messer und fangt an, auf den einzustechen. Dann ist das wahrscheinlich nicht das mindeste Mittel gewesen oder das mildeste heißt das, glaube ich, das mildeste Mittel, was ihr anwenden konntet. Und dann wird das schon wieder schwer, dass ihr dabei straffrei rauskommt. Und weil ich gerade schon mit Messerzustechen angefangen habe, also erstmal, ich persönlich würde euch generell nicht raten, in einen Messerkampf zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch viel abbekommt, ist da einfach zu hoch. Aber war jetzt ja auch nur ein plakatives Beispiel. Nehmen wir mal Pfefferspray. Das wäre auch verboten, euch ins Gesicht zu sprühen. Jetzt kommen wir aber in eine Notwehrsituation und ich sprühe das dann irgendjemandem in die Augen. Auch hier wieder ein Beispiel praktisch aus dem Leben. Ihr seid eine Frau, 1,60 Meter groß, vielleicht ein bisschen zierlich sogar. Und jetzt kommt einer an, der ist 1,95, 120 Kilo Kampfgewicht. Und der geht euch an, fängt an, euch zu würgen. Und ihr sprüht ihm jetzt mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Dann habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Notwehr ist. Ganz klar. Andersrum aber, die kleine Frau ist jetzt verärgert, brennt auf ihren Ex-Freund zu oder was auch immer und fängt an, auf den einzuprügeln. Und der nimmt sich jetzt sein Pfefferspray und sprüht die voll. 1,95, 120 Kilo. Dann kann es gut sein, dass der Richter entscheidet, dass das keine Notwehrsituation war. Oder vielleicht eine exzessive Notwehr oder ein Notwehrexzess, also eine Notwehr, die eben über diesem Maße liegt, was eigentlich dieses mildeste Maß gewesen wäre. Denn von dem 1,90 Meter großen Mann hätte man ja auch vielleicht erwarten können, dass er einfach nur die Arme der Frau packt und sie somit eigentlich außer Gefecht setzt, also sie nicht weiter Schaden anrichten kann. Aber wie schon gesagt, das entscheidet im Einzelfall dann ein Richter. Und deshalb das Mittel, das geboten ist, beziehungsweise ich nenne es auch Verhältnismäßigkeit, weil im Endeffekt wird das ein Richter innerlich so prüfen, war das, was ich gemacht habe, verhältnismäßig. Und ja, es wird jetzt wieder jemand sagen, das steht da aber so nicht im Gesetz. Da habt ihr natürlich recht, ich sage es jetzt mit meinen Worten einfach mal. Das entscheidet, wie gesagt, der Richter, aber ihr seht schon, kommt jemand an, ungefähr gleiche Stärke wie ihr oder irgendwas in der Art und der hat eine Waffe, dann ist es in der Regel auch korrekt, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Stock aufnehmt oder sowas, euch auch praktisch bewaffnet, um dann diesen Angriff abwehren zu können. Deshalb kommen wir jetzt auch mal ganz kurz zu den Sachen, die ihr hier aufgebaut seht. Da haben wir eben Pfefferspray, wir haben ein Elektroimpulsgerät dabei, etc. pp. Und darüber hatten wir ja schon gesprochen. Vieles davon dürft ihr gar nicht so führen. Da kommen wir auch wieder zu, das hatten wir ja da schon im Waffenrecht, was bedeutet führen. Was darf ich dann doch erlaubnisfrei führen etc. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Wenn ihr dann allerdings in die Notwehrsituation kommt, und das hattet ihr ja auch so genau erwähnt, ist es natürlich richtig, dass ihr dann eventuell straffrei dabei rauskommt aus der ganzen Nummer, wenn ihr das nachher zum Einsatz bringt. Bei dem kommenden Selbstverteidigungsvideo werden wir übrigens dann nochmal drauf eingehen, auf diverse Gegenstände, die zur Selbstverteidigung nützlich sein könnten. Was es da so gibt, vor allen Dingen, wie es sich da so verhält, wie man die eventuell einsetzen könnte. Das wird natürlich jetzt kein Lehrgangsvideo sein, aber nur damit man mal einen groben Überblick kriegt, was man eigentlich an Möglichkeiten hätte. Eine Sache haben wir jetzt noch zu Notwehr. Wir hatten jetzt schon Notwehrexzess, also wenn es eine, ich nenne es mal übertriebene Notwehr war, beziehungsweise kann es auch sein, dass ich den Angriff
schon abgewehrt habe, der Angreifer zurückweicht und ich trotzdem noch nachschlage oder sowas. Das ist dann meistens auch Notwehrexzess. Da gibt es noch etwas anderes und das nennt sich Putativnotwehr. Putativnotwehr ist eine Notwehrsituation, die falsch eingeschätzt wurde. Und zwar insofern, man denkt, dass da ein Angriff gegenwärtig ist, aber sich täuscht. Simpelstes Beispiel wäre hier, ihr geht durch die Stadt, seht, wie einer mit dem Messer auf jemanden einstecht, geht dazwischen und dann handelt es sich um ein Theaterstück, ein Schauspiel etc. Wird wahrscheinlich nicht passieren, ist aber jetzt einfach mal ein Beispiel, um zu verstehen, was kann dazu führen, dass ich dachte, da findet ein Angriff statt. Denn zu Notwehr zählt ja auch Nothilfe, das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, nur dass ich einen Angriff gegen eine andere Person abwehre in dem Fall. Das ist natürlich auch erlaubt. Ihr seid mit eurer Freundin unterwegs, die wird angegriffen, dann dürft ihr natürlich auch da Widerstand leisten. Und mit Widerstand leisten meine ich natürlich einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff verteidigen oder abwehren. Ach ja, und dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Sache, zum Beispiel sich gegen ein Tier wehren oder eine Sachbeschädigung, die entsteht in einer Notwehrsituation. Dann sprechen wir hier von Notstand. Ganz simples Beispiel, ihr seid im Wald, ein herrenloser Hund kommt und greift euch an, auch hier ein gegenwärtiger Angriff dann könnt ihr natürlich euch auch da verteidigen, zum Beispiel bei Pfefferspray dann benutzen etc. pp. Denn hierbei handelt es sich um ein Tier. Ein Tier ist im Endeffekt ja so im deutschen Recht eine Sache und deswegen sagte ich auch Sachbeschädigung, also die wäre dann eben eine Verletzung bei dem Tier, die dann entsteht, durch diesen Notstandsparagraphen mit geregelt. Und damit sind wir eigentlich schon durch, was Notwehr angeht. Natürlich gibt es jetzt unheimlich viele Beispiele noch und ich würde mich auch freuen, was ihr bisher für Erfahrungen gesammelt habt in solchen Situationen. Gerade auch Leute, die ja zum Beispiel im Sicherheitsbereich oder Türsteher sind, also dort irgendwo arbeiten, haben mit solchen Situationen ja öfter zu kämpfen. Also gerade eure Erfahrungen würden uns da sehr interessieren. Und da das alles natürlich immer eine richterliche Entscheidung ist, möchte ich trotzdem noch einen Kommentar ganz gerne erwähnen, den ich persönlich irgendwo trotzdem richtig fand. Lieber 100 Leute auf meiner Gerichtsverhandlung als 100 Leute auf meiner Beerdigung. Und damit will ich jetzt niemanden ermuntern, sich in irgendwelchen Situationen angegriffen zu fühlen und zu verteidigen. Ne? Das ist das nicht, aber ihr könnt natürlich nicht immer 100% einschätzen, was darf ich jetzt noch machen oder was nicht. Ja, im Notfall verteidigt ihr euch natürlich, wenn es eben ein rechtswidriger, gegenwärtiger Angriff ist, gar keine Frage und macht das natürlich auch lieber. Denn wie er schon sagte oder schrieb, nachher muss es ein Richter entscheiden. Wenn ihr Glück habt, wird es einfach Notwehr, vielleicht wird das Strafmaß gemildert etc., aber ihr seid dann noch am Leben. Und damit schließen wir das Video. Wie gesagt, gerne eure Kommentare, die lesen wir uns selbstverständlich durch. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.